dun, 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 dun. Servus Leute und herzlich willkommen in meinem kleinen Rocky Balboa Style Fitnessstudio in meinem Dachboden, und heute werden wir über das Thema Krafttraining reden. In diesem Video werde ich euch die Konzepte vom Krafttraining erklären, wie oft man das machen muss, auf was man achten muss, welche Übungen man machen soll, und im nächsten Video werde ich euch einen Eishockey-spezifischen Workout zeigen. Jeder gute Eishockeyspieler oder Spielerin muss Krafttraining machen, um weit in diesen Sport zu kommen, egal ob man es mag oder nicht. Aber es gibt immer sehr viele Fragen zum Thema Krafttraining und ich möchte sie heute für euch beantworten. Also legen wir los. Oberstes Gebot beim Krafttraining: Technik bevor schwere Gewichte. Verletz dich nicht im Kraftraum. Das klingt so banal, aber ich kenne es aus dem eigenen Leib selber oder Mitspieler, die sich im Krafttraining verletzt haben. Das ist das Schlimmste, was man passieren kann. Man will Kraft im Krafttraining aufbauen, damit man besser auf dem Eis spielen kann und sich nicht im Krafttraining verletzen, damit man aufs Eis dann nicht mehr gehen kann. Was ich oft sehe, man hat nicht so viel Erfahrung im Kraftraum, man packt übelst viele Gewichte zum Beispiel auf dem Rücken drauf, dann sieht es so aus, wenn man da runtergeht. Das ist richtig furchtbar, ich kriege da die Krise. Also immer zum Beispiel beim Kniebeugen lernen, bevor man Gewichte überhaupt nimmt, lernt man ein Kniebeuge sauber auszuführen. Und dann natürlich wird so eine Übung irgendwann mal viel zu leicht werden, dann nimmt man Gewichte. Aber immer Technik bevor Gewicht. So, zweite Frage, die ich oft gestellt bekomme, ist: Wie oft soll ich Krafttraining in der Woche machen? Hängt ein bisschen davon ab, ob man in der Off-Season, also im Sommer ist, oder im Winter in-Season ist. Ich habe versucht, als ich noch gespielt habe, immer in der Off-Season jeden zweiten Tag Krafttraining zu machen, meinen ganzen Körper immer dabei zu trainieren. Manche Coaches, Kraftcoaches sagen, Anfang der Offseason kann man es ruhig aufteilen, 2 Tage eher oberkörperlästig, 2 Tage unterkörperlästig. Das ist für mich okay. Aber was man auf jeden Fall vermeiden sollte, sind nur eingelenkige Übungen, wie der klassische Biceps Curls oder schön am Seilzug, den Trizeps, weil wenn man sagt, ich mache einen Tag Bizeps, Trizeps, dann nächsten Tag Bauch, nächsten Tag Beine, dann einen Tag Rücken, bis man wirklich wieder zum ursprünglichen Muskelgruppe kommt, sind 2 Wochen vorbei. Also das ist überhaupt nicht Eishockey-spezifisch. Ich finde Ganzkörper-Workouts sehr, sehr gut. Ich würde sagen, in der Off-Season 3-mal wären auch okay, 2-mal ist das alle Minimum, die man machen müsste, um Fortschritte zu erzielen, aber in der Offseason wahrscheinlich nicht optimal. Im Winter ist es anders, man hat viele Spiele, viel Training, man hat vielleicht nicht die Möglichkeit, so oft Krafttraining zu machen. Was dabei wichtig wäre: Deine Workouts werden kürzer werden wahrscheinlich. Statt vielleicht 60 bis 75 Minuten im Sommer, werden die vielleicht nur eine halbe Stunde sein. Das ist okay. Versucht 2- oder 3-mal die Woche im Kraftraum zu gehen, und dabei wichtig, nicht der Wiederholungszahl hochzuhalten, sondern die Intensität. Also ich würde sagen, mindestens immer Gewichte heben, die 80% von deinen One-Rep, eine Wiederholung Maximum, sind. Das sagt man, was man 6-mal heben kann, ist 80% von was man einmal heben könnte. Bedeuten würde, wenn ich einmal 100 Kilo Kniebeugen machen kann, klar, 6-mal sollte ich 80 Kilo schaffen. Und was du dann machst, statt 6-mal im Winter in einem Satz, dann machst du es nur 2- oder 3-mal. Also Volumen runter, Intensität aber hochhalten im Winter. So, der nächste Punkt: freie Hantel oder Maschinen. Ganz klar in den meisten Fällen da eine freie Hantel, das ist viel funktioneller, man muss mit dem ganzen Körper dabei stabilisieren. Maschinen sind gut für Reha, oder was ich schon gern mache, sind Seilzugmaschinen, wo man solche Holzhackeübungen machen kann für den Rumpf, für den Core. Das sind sehr gut, aber grundsätzlich dann fast immer freie Gewichte. Man muss aber dabei denken, nicht zu crazy werden, ja. Auf dem PC-Ball jonglieren und gleichzeitig Kniebeugen machen, das ist Zirkus. Das ist nicht
Krafttraining. Auch wichtig dabei immer zu wissen, wie weit bin ich. Also wir bewegen uns sehr oft auf einem Bein beim Eishockey, aber wenn ich noch keine saubere Kniebeugen machen kann, mit ein bisschen Gewicht auf 2 Beine, dann brauche ich das aus meiner Sicht noch nicht wirklich auf einem Bein üben. Und auch, ich finde, Abwechslung ist immer gut. Ich war Eishockey-Profi, ich habe viele Übungen auf ein Bein gemacht, aber vor allem Anfang der Offseason war ich dann eher auf 2 Beine. Also es ist nicht, muss nicht immer Angst haben, okay, heute war ich auf 2 Beine, das ist nicht Eishockey-spezifisch. Nein, wechsel es mal ab und dann wird man da eine gute Mischung haben. Nächste Frage. Absoluter Mythos. Krafttraining für Kinder. Ab wann sollen Kinder Krafttraining machen? Ich zeige euch was. Ja, Babys. Ich habe 2 Kinder. Sind noch ganz jung. Ja, irgendwann mal haben die es geschafft, nach mehrmaliger Übung zum Aufstehen. Zum ersten Mal. Ja, was ist denn das? Das ist ein Krafttraining. Krabbeln. Das ist Krafttraining. Also dieser große Mythos, Kinder sollen Krafttraining machen, die machen Krafttraining mit 6 Monaten. Was man dabei achten muss bei Kindern, erstmals, wenn möglich, Sachen immer spielerisch lösen. Ich würde nicht zu einem 8-jährigen Kind gehen und sagen, okay, heute machst du 3x10 Liegestütze, 3x10 Kniebeugen, 3x10 Kreuzheben, 3x10 Klimmzüge, wenn du die schaffst und dann mach ein bisschen Stabi. Das ist langweilig für ein 8-jähriges Kind. Aber Liegestütze. Ein 8-jähriges Kind soll eine saubere Kniebeuge, soll einen sauberen Ausfallschritt ausführen können. Die tragen eher Schulranzen in der Schule. Das wiegt auch, keine Ahnung wie viel Kilo. Aber sobald wir denen dann ein Gewicht geben, ist so, oh mein Gott, der bringt sich jetzt um, der hat ein Gewicht in der Hand, sehr, sehr schlecht. Das ist der größte Schmarrn, den ich jemals gehört habe. Wir wollen nicht 50 Kilo auf dem Rücken von ein 8-jähriges Kind draufpacken. Aber die Basics vom Krafttraining lernt man schon im jungen Kindesalter. Frage kommt wahrscheinlich, ab welchem Alter gebe ich Kinder eigentliche Gewichte? So, aus meinem Vereinsleben kann ich sagen, ich führe Gewichte ein, damit die Kinder damit Erfahrung bekommen, ab der U13. Könnte ich es früher einführen? Ja, aber ich finde, dass ich das anders lösen kann und ich habe auch öfters andere Prioritäten. Wir machen oft Sachen mit Huckepack bei der U11. Das ist auch Krafttraining. Ja? Tauziehen ist auch Krafttraining, brauche ich keine Gewichte dafür. Gewichte führe ich meistens ab U13 ein. Und somit kommen wir zum allerletzten Punkt. Das wird dann in den zweiten Video sehr schön reinfließen. Workout-Aufbau. Welche Übungen, wie baue ich meine Workout auf? Für mich sind es 5 Key-Übungen. Unterkörper drücken bzw. Kniedominant. Das ist für mich der klassische Kniebeuge. Unterkörper ziehen oder hüftdominant. Für mich hüftdominant das Kreuzheben. Oberkörper drücken, klassische Liegestütze, Drückübungen, auch über den Kopf. Bankdrücken ist toll, wird ein bisschen zu oft verwendet, aber ab und zu mal ist es okay. Oberkörper ziehen, rudern zum Beispiel, Klimmzüge. Und das letzte, Core, Stabi. Und wenn man an Core oft denkt, denkt man immer an Sit-Ups und Crunches. Aber die Frage ist, wie oft verwenden wir sowas im Spiel oder wie oft drückt der Gegner gegen uns? Wir müssen stabilisieren, gegen ihn kämpfen, hier alles anspannen und sobald wir umknicken würden, haben wir den Zweikampf verloren. Deswegen Stabi-Übungen, sehr wichtig. Der Klassiker ist der Plank, die wir alle kennen. Das wird irgendwann mal sehr einfach. Man kann es auch deutlich schwieriger. Also Antirotationsübungen, Antiflexionsübungen, dass man, wenn jemand gegen uns drückt, dass wir wirklich stabilisieren können. Das ist unheimlich wichtig für den Rumpf. Und eine allerletzte Punkt, was man immer Anfang der Workout machen soll, ist seinem Schnellkraft. Also den klassischen Kettlebell Swing, richtig explodieren, reißen, umsetzen. Die werden wir alle in den Workout sehen. Das macht man am Anfang der Workout, damit man wirklich Schnellkraft aufbauen
kann. Wie viele Wiederholungen sollte man machen? Es kommt immer darauf an, in welcher Phase des Jahres man sind. Anfang des Sommers kann man ruhig 50 bis 20 Wiederholungen von einer Übung machen, außer beim Schnellkraft. Die halte ich immer ganz kurz und schnell, maximal 6 Wiederholungen. Desto näher man geht an die Saison, desto weniger Wiederholungen, desto mehr Gewicht man machen wird. Richtung 10, 6 Wiederholungen, vielleicht sogar für einen erfahrenen Eishockeyspieler oder Spielerin 3. Ein One-Rep-Maximum würde ich nie als Eishockeyspieler probieren. Es ist für mich einfach zu gefährlich. Und während der Saison, wie ich sagte, Intensität bleibt hoch, Wiederholungen bleiben runter. Kleiner Nachtrag, es gibt sehr viel Literatur zum Thema Krafttraining für Sport. Manches ist gut, manches weniger gut. Die 2 Bücher, New Functional Training for Sports und Every Day is Game Day von Michael Boyle und Mark Verstegen, kann ich euch nur empfehlen. Ich habe die englische Ausgaben, die gibt es allerdings auch auf Deutsch. Das sind 2 absolute Experten, die mit vielen NHL-Profis auch trainieren. Die kennen sich aus und da drin ist sehr, sehr viel Infos. Mehr Infos, als ich euch in einem Video geben kann. Können gut für Hobbyspieler sein, für Profis sowie auch für Kinder. Ich hoffe, dass ich euch in diesem Video ein bisschen Informationen zum Thema Krafttraining geben könnte. Und im nächsten Video sehen wir uns bei Marcel's Hockey School für das Workout. Viel Spaß beim Trainieren und bis bald bei Marcel's Hockey School.